Moin meine Lieben, hier ist Mo von VR, ich bin Montensen und ich bin in Star Wars, genau. Dieses Spiel heißt Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, hat auf der PlayStation VR 2, auf der ich es gerade spiele, noch den Zusatztitel Enhanced Edition. Und während das normalerweise sich nach Marketinggedöns anhört, in Star Wars ist es das. Ich bin vollkommen von den Socken. Ich habe den Titel auf der MetaQuest 2 gespielt und tatsächlich auch gerne. Ich war da auch sehr beeindruckt, wie viel Detailliebe die Entwickler in das Spiel gesteckt haben für die Möglichkeit einer MetaQuest 2. Das bedeutet, dass sehr viel schönes Inventar hier in dem Spiel ist, das auch sehr liebevoll texturiert ist, aber es war halt alles sehr low. Man hat immer gesehen, okay, das ist gemeint, das soll jetzt hier ein Metalltor sein, total süß, denn es sieht aus wie ein komplexes Pappmaché-Modell, was mit einer Textur beklebt ist, die wie Metall aussieht. So, ich habe das jetzt mal so einfach runtergebrochen, damit ihr ungefähr wisst, was ich meine. Das ist nämlich der Zustand, den sehr, sehr viele Mobile-Spieler haben. Ne? Einzige Ausnahme ist bisher tatsächlich Red Matter 2, der knallt sowas rein mit Shadern. Shader sind komplexere Materialien, die aus mehreren Aspekten bestehen. Jetzt lauf doch nicht weg, Cecil-Slack. Okay, dann nutzen wir das mal aus und gucken uns hier jetzt mal Details an. Wenn man einfach an den Tresen geht, hier vorne, dann geht es schon los. Schaut euch das mal an. Dieser Tresen, und zwar jedes einzelne Teil, hat eine extrem hochauflösende Textur. Ja, wenn ich hier rangehe, und sie besteht aus mehreren Schichten. Hier sind abgekratzte Farbsachen. Ja. Darunter ist es metallisch und das Ganze ist wirklich hochauflösend. Hier ist ein ganz normaler Becher. Ja. Der hat wirklich den Eindruck, als wenn er aus irgendeinem magischen Weltraum-Zink ist oder so. Diese abgekratzte Platte hier, auch die glänzt metallisch und die Texturauflösung, und das ist eigentlich das Interessante, gerade in VR. Wir haben ein paar AAA-Titel, die man in VR spielen kann, und da sieht man ihnen aber tatsächlich an, dass sie ursprünglich nicht dafür gemacht sind. Dass zum Beispiel solche Texturen, die man am Monitor einfach sowieso nie Close-Up sieht, nur die Auflösung haben, die sie brauchen. Und hier ist es definitiv anders. Alles ist High-Res. Jetzt komm mal her, Junge, dich würde ich gerne angucken. Geht das? Huch. Hier ist ein Hologramm für die nächste Story. Also ich habe hier schon ein bisschen reingespielt und über das Spiel an sich will ich euch auch gar nicht so viel verraten. Der Hauptteil des Spiels auf der MetaQuest ging circa 4 bis 5 Stunden mit allen Nebenmissionen, und dann gab es nochmal einen DLC, der auch nochmal 2 bis 3 Stunden mitbrachte. Auf der PlayStation VR ist das alles in einem. Und grundsätzlich ist das eine verbundene Geschichte. Ja, ihr werdet von ihm immer wieder losgeschickt und müsst hier auf dem Planeten, ihr seid gestrandet, ihr seid ein Raummechaniker, der hier gestrandet ist, müsst dann Abenteuer erleben. Es gibt sehr viel zu looten und zu sammeln und Experiences. Es ist ein richtig klassisches Abenteuerspiel mit sehr viel, sehr coolen Action-Einlagen. Dazu kommen wir mal später. Auf der PlayStation VR 2 ist das samt dem erschienenen DLCs und so alles zusammen. Also hat es insgesamt eine Spielzeit von circa, lass mich mal rechnen, sehr um die 8 Stunden auch. Ja. Kann natürlich wie immer durchrushen oder alles angucken. Und was euch vielleicht hier auch schon auffällt, der Kollege und alles in dem Spiel, das sind auch echt Zeitschatten. Sowas hat natürlich die MetaQuest nicht gehabt, das kann die gar nicht. Sowas kostet Performance. Jetzt gucke ich mir mal hier den Cecil-Slack an. Auch das ist nämlich ein markantes Ding, ja, wo auch immer ich hingucke. Es ist bei einigen VR-Spielen so, dass die auch gut aussehen, solange man 50 oder Zentimeter oder einen Meter von irgendwas wegsteht. Aber so mal nah rangeht, ist Feierabend, ja, dann sieht man einfach die Texturauflösung, weil es unfassbar aufwendig ist, das anders zu machen. Und vor allen Dingen nicht in der klassischen Pipeline, wie Spiele hergestellt sind, auch Usus ist. Ja. Da gibt es einfach so einen Grad an Detail, der immer ausreicht für Bildschirm. Und hier ist es halt anders. Also auch wenn ich hier, guckt euch das mal an, wenn ich hier von Seite auf der Platte schaue, dann gibt es ja auch Reflection. Ja? Also dieses Licht von der Tür, das reflektiert sich aber nur in einem Bereich der Tischplatte. Es gibt hier in diesem Shader der Tischplatte Texturen, die regulieren, wie sehr es auf die verschiedenen Teile des Tisches wirkt, diese Reflection. Ja? Man hat also hier so eine Reflexion, die nicht einfach gleichmäßig auf der Platte ist, sondern sogar in den matteren Bereichen reflektiert sich das Licht immer noch, nur halt nicht so doll. Und das ist genau das, was
wahnsinnig realistischen Eindruck macht. Gucken wir uns mal den Jungen hier an. So, ich glaube sogar, wenn ich mich nicht täusche, dass die Geometriedetails gar nicht so viel mehr geworden sind. Die waren auch auf der Quest schon gut. Nur, dass halt wirklich das Shading jetzt einfach dedizierter ist. Ja? Könnt ihr das sehen? Hier, da spiegeln sich meine Hände. Ist ein bisschen schade, dass sich nicht auch irgendein Kopf oder so spiegelt. Das wäre es noch verrückter. Aber hier spiegeln sich meine Hände. Und mehr geht halt wirklich nicht in VR. So. Oh, ich glaube, den muss ich mal scannen. Ja, auch hier, man kann rankriechen. Diesen Detailgrad kennt man eigentlich nur aus super AAA-Spielen für VR, wie zum Beispiel Half-Life Alyx. Genau, ich habe es gesagt. Dieses Spiel kann sich, was die Grafik angeht, problemlos mit Half-Life Alyx vergleichen. Auf der PlayStation 2. So, gucken wir mal hier raus. Dass das ganze Spiel sowieso schärfer ist als auf der Quest, muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr mit erwähnen. Ja? Und hier fängt es jetzt an, wirklich so eine größere Haptik zu entwickeln. Ja, weil es einfach alles explizit geshadet ist und cool aussieht. Ja, der Monitor zum Beispiel, ne, der hat auch so ein bisschen touchy Feeling und eine Reflexion. Genauso wie dieses Brushed Metal hier. Und es ist wirklich verrückt. Ich gehe hier an so ein blödes Pult ran und überall sind diese ganzen farbigen Markierungen auch wirklich noch hochauflösend. Schöne Geschichte, gefällt mir. Ich denke mal, das Ganze hier ist wahrscheinlich, also es ist mit der Unreal Engine, aber wahrscheinlich mit Unreal Engine 4. Und die kann auch so Screen Space Reflection Geschichten, wie man ja sieht. Das ist also kein echtes Retracing oder so, aber es ist trotzdem irrsinnig beeindruckend schon. Und es sind so Kleinigkeiten, ja. Auch hier die Lampe, Reflexion im Boden, ja. Guckt euch das an. Ich gehe mal nach unten. Und wie gesagt, das sind so die üblichen Tricks von Spielen, um Reflexionen zu faken. Aber es sieht halt unfassbar beeindruckend aus. Und das ist halt alles aber subtil. Ja, ich glaube, dem normalen Spieler fällt sowas gar nicht auf. Also die Technik dahinter, der merkt nur, ja, geil, hier ist irgendwas anders als sonst in VR. Und sowas finde ich schon mal bemerkenswert. Was ist denn das hier? Okay. Das ist auch so ein bisschen wie bei Horizon. Da kann man alles nehmen und rumspielen. Schön. So, ihr seht, ich bin ernsthaft beeindruckt. Ne? Und dieser Kollege hier zum Beispiel auch. Es ist ein Charakter. Und wenn ich da nah rangehe, und das mache ich jetzt gerade, guckt euch mal an, wie dessen Auflösung ist. Entschuldigung, wenn ich so nah rangehe, dann arbeitet hier mal das Collision-System und stößt mich so ein bisschen zurück. So, also auch bei diesem Typen hier könnt ihr einfach super nah rangehen und jedes Detail funktioniert immer noch gut. Okay. Wenn ihr rumlauft, ihr werdet wirklich, wirklich eure Lieblingscharakter aus dem Spiel treffen. So, Junge. Ich muss mal los. So, dass das ganze Spiel durch das OLED HDR-Display sowieso immer saftiger und kräftiger aussieht, das ist auch noch ein Aspekt, der natürlich reinspielt, dass hier alles ein bisschen gefälliger ausschaut. Die Auflösung ist übrigens insgesamt gut, aber da haben wir ein paar Titel, die wirklich noch schärfer sind auf der PSVR 2. So, hier haben wir nämlich einen Shop, wir können Sachen, die wir im Spiel sammeln, hier abgeben. Dann gibt es Credits, kennt ihr? Und hier kann man sich neue Dinge kaufen, wie zum Beispiel diesen Ladeholster. Und was mir auch extrem aufgefallen ist, dass so gerade diese Roboterteile, ja, also in der MetaQuest-Version guckt man hier und denkt so, ach, das ist ja süß gemeint. Aber hier sehen die einfach vollkommen beeindruckend aus. Der Arm sieht halt einfach krass metallisch aus, ne? Aber auch nicht, oder hier, diese Teile, unfassbar. Sieht einfach so gut aus. Und sowas macht Spaß, ja? Das sind einfach irgendwelche Kulissen. Wie geil ist das denn? Ich weiß leider nicht, wie der Roboter heißt, aber das ist der, oh mein Gott. Ich liebe den. Tatsächlich, der Film, in dem der Roboter vorkommt, warum komme ich jetzt nicht auf den Namen? Verdammt!
Ist der beste Star Wars Film, finde ich bisher. Ja? Vor allen Dingen auch die ganze Serie, die ja quasi ein Prequel zu dem Film ist, mit die beste Star Wars Serie, die ich bisher gesehen habe. Andor heißt die. Guckt euch die bitte unbedingt an. Ihr wisst es ja, ich habe so ein, keine Ahnung, Gedächtnis. Nicht so doll. Reicht aber, wir müssen mal raus, wir müssen mal was erleben. Todwurzel, Zuflucht, dann nennen wir das doch. So, jetzt kommen wir mal zu den Außenarealen. Die sind nämlich in diesem Spiel nicht gigantisch, also das ist immer so okay. Aber auch hier sieht man halt die ganzen Lichteffekte halt viel prägnanter. Ja, das hat jetzt wirklich eine räumliche Wirkung. Dieser ganze Außenbereich ist tatsächlich nur eine Sky Map, aber auch hier wesentlich hochauflösender als auf der MetaQuest und die macht tatsächlich einen guten Job. Ne? Also man sieht, dass es keine Parallaxen hat. Wobei, wartet mal. Oh, Teile, von denen ich es nicht dachte, haben Parallaxen. Das ist ja interessant. Also hier sind in mehreren Layern gestaffelt. Oh, wartet mal. So. Ah ja, jetzt kommen wir nämlich einfach mal zu dem nächsten Ding. Dem Kampf. Diese ganzen Blaster, ja, die sehen nicht nur wahnsinnig toll aus. Und hier muss ich sagen, die waren auch schon auf der MetaQuest ganz schön cool. Ja, also von dem ganzen Look und Feel. Die hatten dort auch schon so ein bisschen metallische Wirkung. Hier ist es natürlich extrem dediziert. Was aber jetzt reinknallt in dem Spiel, guckt euch mal bitte den Felsen hier an, ist tatsächlich das Gefühl für die Waffen. Ja, wir haben ja diesen adaptiven Trigger und das ganze haptische Feedback. Jede Waffe fühlt sich sehr speziell an. Ihr fühlt wirklich jetzt hier gerade diesen Laserbeam. Ja, das ist unglaublich. Und der Trigger gibt halt so ein bisschen Widerstand. Und falls euch das noch nicht aufgefallen ist, das gab es natürlich in der Quest-Version auch nicht. Hier beleuchten die Strahlen. Ich schieße mal extra so weiter nach hinten. Die komplette Umgebung. Seht ihr das? Das ist ein rotes Licht, was jetzt wirklich, wenn es an einem Felsen vorbeifliegt, einfach funktioniert. Das ist unglaublich. Das ist so eine Pumpgun. Die ist blau. Aber auch die beleuchtet die Umgebung und hat halt einfach Bums. Ne? Wie gesagt, ich habe jetzt auch den Sound leiser gemacht, damit ihr mich besser hören könnt. Aber die Gesamtwirkung von Haptik, Sound und Optik hier in dem Fall, man ist halt wirklich drin. Ja? Ich finde, Star Wars kommt direkt in meiner Auflistung von Immersions-High-Endigkeit nach Horizon. Ja, direkt. Es sind nicht alle Details so ausgearbeitet wie in Horizon, aber das generelle Look und Feel ist für mich tatsächlich nahezu identisch. Und Horizon ist gerade absolute neu definierte High-End-Version. Das hier ist jetzt, würde ich sagen, Horizon, Alex, Star Wars, Tales from the Galaxy Edge. Aber sehr dicht dran an Alex, so vom ganzen Look und Feel. Ja. Irgendwo habe ich hier was gehört. Die Feinde, ich wünsche, wir könnten uns mal die Feinde von der Nähe angucken. Die sehen nämlich total abgefahren aus, finde ich. So, ihr seht es, wenn ihr getroffen werdet, dann... Moment, das können wir auch anders erledigen. Ich habe jede Menge Droiden eingesammelt. Zack. Schicken wir ihnen nochmal ein paar davon auf den Hals. Die machen den jetzt rund. Granaten gibt es auch. Mal sehen, ob ich das hinkriege, eine zu werfen. Hepp. Alright. Oh shit. Nein! Ich habe nicht aufgepasst. Er hat mich getötet. Gucken wir uns mal das hier an. Wir haben nämlich so ein Multifunktionswerkzeug. Ja, hier ist so ein Schraubendreher. Dann haben wir ein Elektro-Ding und eine Lötlampe. Schweißen wir das doch mal hier auf. Ja, und auch hier, guckt euch mal bitte den Licht- und Schatteneinsatz an. Es sind nur Kleinigkeiten. Aber die Summe aus dem allen fühlt sich halt so gut an. Habe ich schon erwähnt, dass diese Dinge halt auch komplett reflektieren etc. Muss ich gar nicht, ne? Zack.
So, und dann hat man hier jede Menge Loot, den man einsammeln kann. Die Dinger stehen überall im Spiel. Man muss sie immer auf verschiedene Arten öffnen. Jedes hat dann ein unterschiedlich kompliziertes Physikal-Rätsel-Puzzle-Teil drin. Oh mein Gott. Hallo, seht ihr das? Ich reflektiere mich in dem. So unglaublich. Und auch so Details, ne? Hier ist einfach so ein Schrottding. Und man geht wirklich nah ran. Und manchmal kann man bei solchen Geschichten hier dann... Was? Also, kommt schon. Unhöflich. Kann man bei solchen Geschichten dann hier halt auch langsam die Pixel erkennen, ja? Also man sieht, dass die manchmal skaliert sind und hier so gar nicht. Ja, das ist einfach gut. Wie lustig ist das denn? Guck mal. Hier haben sie einfach einen aus allen möglichen Bauteilen zusammengebastelt. Wie witzig. Alright. Hier ist auch nochmal was Schönes. Guckt euch mal an. So eine Station, ja. Man hat wirklich das Gefühl, man kann die irgendwie anfassen, was es hier so aus Metall ist. So, hier zum Beispiel ist jetzt mal ein bisschen größeres Areal, aber ihr seht, es ist auch wieder so eine Arena aufgebaut. So, aber diesen Kampf werde ich euch jetzt nicht spoilern. Gucken wir nochmal, wie so eine Bombe funktioniert. Hep. Boom. Die Explosionen sehen super aus. Also wahnsinnig interessant. So, hier einfach nochmal ein paar Eindrücke aus der Natur. Ich nehme mir mal so eine Beere. Guckt euch das mal an hier. Das sieht einfach nett aus. So, und wie gesagt, die ganzen Steintexturen, die nehmen halt nicht an Qualität ab, wenn man näher kommt. Ja? Also der Eindruck ist immer sehr gut. Hier habe ich schon ein bisschen rumgekämpft, deswegen zeige ich euch das nur mal ganz in Ruhe. Das sieht halt nett aus. Hier geht es in so einen Wrack rein. Cyborg relations. Oh, that is much better. You're probably wondering how I came to be here. Well, I was Leute, hier ist sogar eine Reflection von den Handschuhen. Das ist nicht dein Ernst. 3PO, you metal fool. No one would believe a protocol droid was doing the work of a biome research. Ich glaube, in so geschlossenen Räumen, da kann so eine Engine halt die Performance bisher freischalten und da sind tatsächlich die Shader dann einfach noch einen Zacken responsiver. Ja, und ihr habt hier einfach Reflections drin. So, in den Außenbereichen ist es dann wieder weg. Das macht das Spiel einfach dynamisch. Sehr interessant. Und während die Umgebung auf der MetaQuest halt auch eigentlich dieselbe Grundstruktur hatte, wirkte sie halt wirklich einfach wie eine Kulisse. Und auch wenn hier nicht alles perfekt ist, wie zum Beispiel diese komischen blauen Vögel, die einfach hier irgendwo auftauchen, hat es schon eine ganz andere Wirkung. Ja? Und hier gibt es auch ein bisschen Weitsicht, so das ganze Tal ist vielleicht so 60, 70 Meter. Vielleicht auch 100. Ja, da hinten 100. Alright. Ja, und jeder Felsen sieht schön felsig aus. So wie man sich das wünscht. So, hier ist jetzt mal eine Nachtmission, die ein bisschen dunkler ist. Hier können wir nochmal das Blasterfeuer sehen, ja. Vor allen Dingen, ahnt mal bitte, der hier schießt grün. Wenn er aufkommt, explodiert es aber und ist dann halt andersfarbig. Boom. So geil. Ja, das sind alles nur so Kleinigkeiten.
So, sehr interessant. Das ist halt auch für mich das erste Mal, dass ich Nachtszenen jetzt sehe. Die sind ja sehr, sehr kontrastreich, was halt wirklich gut aussieht. So, ich nutze das mal als Gelegenheit, euch auch mal das Inventar zu zeigen. Man hat hier eine Tasche vorne. Alles, was man findet, hält man einfach hier hin, dann ist es automatisch in der Tasche drin. Und man kann sie so rausholen, man kann sie auch so einfach vor sich in die Luft stellen. Und dann hier so gemütlich rumscrollen und seinen ganzen Kram managen. Das sind so Sachen, die ich eingesammelt habe von Tieren und Pflanzen. Das hier zum Beispiel ist so eine Beere, die kann man auch einfach essen. Die gibt einem Lebensenergie. Das ist Müll, das kann man dann im Lager verarbeiten. Hier wird gezeigt, wie viele Roboter ich schon gefunden habe. Und das sind alles Mögliche an Droiden, die für den Kampf möglich sind. Nützlich sind. Und hier Handgranaten, ja. Zack, tut man wieder rein. Ist total nett. Ich habe den Eindruck, dass ich euch jetzt aber von der reinen Technik genügend gezeigt habe und möglichst wenig vom Gameplay. Das werdet ihr natürlich selber erleben. Ja. Also, das war's, glaube ich. Hallo, kleiner Flieg. Wenn keine Gegner da sind, dann hat er nichts zu tun, glaube ich. Ich glaube, den einzigen Kritikpunkt, den ich an Star Wars habe, dass es manchmal ein bisschen fummelig hier ist. Also man hat hier wirklich sehr viel Zeug vorne, ja. Manchmal habe ich, wenn ich irgendwas machen will, plötzlich so ein Ding in der Hand hier. So. Aber ich glaube, es ist echt Jammern auf hohem Niveau, das geht. Und was mir aufgefallen ist, die Stickbelegung ist ein bisschen eigentümlich. Manchmal, ja, jetzt funktioniert es natürlich super, aber wenn ich gerade ausgehen will, dann geht er mir so ein bisschen seitlich oder so. Das passiert mir auch manchmal hier. Aber jetzt gerade nicht wirklich. Für Sammler ist es auch was Schönes, dass das ganze Ding als Retail-Version rauskommen wird. Ja? Ich glaube erst im April. Das genaue Datum habe ich jetzt nicht im Kopf. Das schreibe ich euch jetzt hier mal in die Video-Descriptions. Ich mache euch da auch gerne einen Link hin zu Amazon, wo man das dann bestellen kann. Ich werde da einen Affiliated-Link machen. Wenn ihr darüber geht, bekomme ich sogar Prozente. Genau. Wow. Kostet euch nicht mehr. Ne? Das bezahlt der Verkäufer sozusagen. Das ist eine schöne Geschichte, wie ihr vielleicht diesen Kanal ein bisschen unterstützen könnt. So, und jetzt bin ich richtig neugierig, was ihr dazu sagt. Auch gerne Leute, die das Spiel schon gespielt haben, mal ihre Meinung drunter setzen, denn ich habe es noch nicht komplett durchgespielt und bin jetzt sehr, sehr neugierig, wie das noch alles weitergeht. Würde ich mich sehr freuen. Ihr wisst, also schreibt mir fleißig in die Kommentare. Über ein Däumchen unter diesem Video würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und jetzt bin ich erstmal raus mit meiner schönen, glänzenden Geschichte hier. Mo Tansen, Mo von VR, immer für euch da. Bye bye.